Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Es ist fast unerträglich heiß. Bin mir sicher, Ihnen geht es genauso wie uns. Uns werden fürs Wochenende bis knapp 40 Grad vorausgesagt. Hier muss man schon vernünftig planen mit dem Hund. Und ja, auch mir fällt dieses Phänomen auf, das speziell in der ganz heißen Zeit auftritt. Und zwar spreche ich von diesem Phänomen, dass man bei besonders heißen Temperaturen ganz besonders häufig Leute auf dem Fahrrad sieht, hinter denen ihr Hund nachläuft. Ich verstehe auch nicht, was das für ein Virus ist, aber der verbreitet sich scheinbar immer häufiger in letzter Zeit. Letzte Woche war ich mit dem Auto unterwegs, kam von meinen Eltern und fuhr Richtung nach Hause, hinten Vito drinnen. Vor mir sah ich einen älteren Herrn auf dem Rad fahrend, hinter ihm trottete mit weit aus dem Maul heraushängender Zunge ein Hund nach. Die liefen auf der Straße am Beton. Ja, und da packte ich es nicht. Ich konnte es mir nicht verkneifen, kurz neben dem Herrn anzuhalten. Die Fenster waren sowieso geöffnet. Und ihm darauf hinzuweisen, dass er auf diese Art und Weise seinen Hund töten wird. Ja, etwas verärgert über meine Einmischung in seine Angelegenheiten, servierte er mir das Götz-Zitat. Kann ich verstehen. Ich mag das auch nicht, wenn sich jemand in meine Art der Hundehaltung einmischt. Aber ich konnte nicht anders. Ja, was hätte ich tun sollen? Ich erwiderte das Götz-Zitat und fuhr weiter. Aber nochmal, ich möchte mich wiederholen. Ich weiß nicht, woher dieser Virus stammt. Leute, die das ganze Jahr ihren Arsch nicht rausbekommen, beginnen bei derartigen Temperaturen mit dem Rad zu fahren und ihre Hunde mitzunehmen. Weiß ich nicht. Ja. So, heute möchte ich Sie in eine Zeit entführen, welche manche als die gute alte Zeit betiteln, während andere wiederum, irgendetwas hat mich jetzt in den Fuß gestochen. Ich glaube, das war eine Pferdebremse und das tut verdammt weh, das kann ich Ihnen sagen. Also, welche manche als die gute alte Zeit betiteln, aua. Während andere wiederum froh sind, dass diese Zeit vorbei ist. Auch ich wuchs in dieser Zeit auf und war mit 20 Jahren ein junger Mann, als sich diese Ära dann schlussendlich auflöste. Und obwohl ich als österreichischer Staatsbürger damals im Vergleich zu anderen auf einer Insel der Seligen groß wurde, prägte in gewisser Weise auch mich und meine Landsleute diese Zeit natürlich. Klare Sache, sei es über Hollywood, Schule, beim Bundesheer oder über die Medien natürlich, wurden auch wir mit westlicher Propaganda gefüttert. Und genauso ging es den Menschen im Osten auf ihre Art und Weise auch. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass es die Leute der anderen Seite weit schwerer hatten als wir. Meinen ersten Kontakt mit Personen aus dem Osten, mit Personen aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, hatte ich im Alter von etwa 11 Jahren. Damals machten wir mehrtägigen Urlaub in Ungarn am Balaton. Ich fragte meinen Vater damals, warum diese Leute alle dieselben Autos und Campingzelte haben. Seine Erklärung war ziemlich kurz damals. Er meinte, schau, das sind Ostdeutsche, die haben es um einiges schwerer als wir. Ich lernte dort mit diesen Leuten die freundlichsten Campingplatznachbarn kennen, die man sich vorstellen kann, liebe Zuseher. Und freundete mich recht schnell mit 2 Brüdern aus der DDR an, die etwa in meinem Alter waren. Auch heute noch kann ich nur in den höchsten Tönen von diesen Menschen sprechen. Doc Special Zuseher aus der ehemaligen DDR zählen mit Sicherheit zu den höflichsten und feinsten Menschen, mit denen ich jemals Kontakt hatte. Doch man musste schon anständig aufpassen, was man in der DDR sagte und was man dort tat. Da müssen wir uns schon ehrlich sein. Ja. Und wenn dort etwas als geheim eingestuft war, dann war das nicht nur eine Floskel, dann war es das. Ja. Von einem dieser Geheimprojekte der DDR möchte ich Ihnen heute erzählen. Und ja, hierbei geht es zu 100% um Hunde. Also, bis gleich.
Nun, das war tatsächlich eine Pferdebremse. Mir läuft sogar etwas Blut das Bein hinunter. Diese Tiere stechen wirklich sehr effektiv und das tut verdammt weh. Und ich befürchte auch, dass ich das jetzt in Form von Juckreiz einige Tage mit mir nehmen werde. Ja, aber das kann passieren, wenn man in der Natur draußen dreht. Ist nun mal so. Weiter mit dem heutigen Video. Exekutive, also vollziehende Einrichtungen eines Staates, setzen ja schon seit der Antike auf Unterstützung durch Hunde. Seien es Militär oder die Vorgänger der modernen Polizei. Hunde leisteten ihren Beitrag. Sagt Ihnen der Begriff X-Herder oder X-Malinois etwas? Vielen von Ihnen mit Sicherheit schon, anderen wahrscheinlich nicht. Hierbei handelt es sich um von Polizeieinheiten erschaffene Hunde mit überdurchschnittlich hohem Gebrauchswert. Ich weiß schon, dieser Begriff kann etwas roh klingen für Menschen, die zum Thema Hunde sehr sensibel unterwegs sind. Doch sensibel bezüglich schlechter Hundehaltung bin ich selbst, wie die meisten von Ihnen wissen. Ja? Ich spreche hier von Menschen, die, wenn wir ehrlich sind, schon etwas den Faden zur Realität bezüglich Hundehaltung verloren haben. Schauen Sie, es ist und war niemals ein Widerspruch, einen Hund mit glasklaren Strukturen zu führen, während man gleichzeitig mit ihm herumblödelt und höchste gegenseitige Zuneigung austauscht. Das war niemals ein Widerspruch und wird niemals ein Widerspruch sein. Diese Menschen, meine ich, die eben diese glasklaren Strukturen mit unangebrachter Härte gleichsetzen. Und Hundehalter, die ihre Hunde gut und gekonnt durchs Leben führen, sofort als aversive Hundehalter betiteln. Ich möchte hier nicht zu sehr in Details verfallen. Sie wissen, von welchem Klientel ich spreche. Ja, für mich sind diese Personen aber als Hundehalter mindestens genauso ungeeignet wie der echte aversive Hundehalter es ist. Ja, Thema beendet, zurück zum Video. Die Königlich Niederländische Polizeihundevereinigung, kurz KNPV genannt, bediente und bedient sich dieser Hunde. Das X beim Herder oder beim Malinois steht dafür, dass es sich nicht um einen reinrassigen Hollandser Herdershund oder belgischen Malinois handelt, sondern dass auch andere Rassen enthalten sind. Doch hauptsächlich sind das Mixe aus genau diesen beiden Rassen. Man könnte jetzt natürlich tagelang darüber diskutieren, ob X-Herder oder X-Mali ihren reinrassigen Verwandten leistungstechnisch überlegen sind. Das könnte man, ja. Denn das ist ja einer der Hauptgründe, weshalb diese Hunde einen sehr hohen Stellenwert bei Diensthundeeinheiten genießen. Mit Sicherheit aber kann man davon ausgehen, dass dieser Blutaustausch, wenn man so sagen kann, Probleme, welche Inzucht mit sich bringt, verhindert. Ganz sicher. Also mit dem X vor Herder und vor Malinois haben wir es hier in Polizeikreisen mit einem kynologischen Klassiker zu tun, liebe Zuseher, denn auch hier versucht man tolle Hunde noch toller zu machen. Passen Sie auf. Die Sektion Dienst- und Gebrauchshundewesen, kurz StG genannt, wurde am 30. September in der DDR offiziell eingerichtet. Diese fungierte als straff organisierte Dachorganisation, unter der alle relevanten Gebrauchshunderassen und deren Zuchtgemeinschaften zusammengeschlossen wurden. Der Staat entzog somit den einzelnen Rassezuchtvereinen Schritt für Schritt die Eigenständigkeit, um die Hundezucht zentral zu steuern. Im Fokus stand die Ausbildung robuster, wesensfester und gesunder Hunde für den Staatseinsatz. Schönheit oder Standards waren immer zweitrangig. Hauptziel war es, die Grenztruppen, die Volkspolizei, das Militär und das Ministerium für Staatssicherheit mit tauglichen Hunden auszustatten. Das war das Hauptziel der StG. Besonderes Augenmerk lag schon immer auf dem deutschen Schäferhund dabei, der hier eine eigene, bekannt kräftige DDR-Linie mit geradem Rücken entwickelte.
Ich durfte einmal mit einem grauen DDRler arbeiten. Dieser Hund war für mich anatomisch wie auch charakterlich der Kategorie absolute Spitzenklasse angehörig. Ganz, ganz sicher. Ja, weitere Diensthunderassen der StG waren Riesenschnauzer, Rottweiler, Erdl Terrier, Boxer, Dobermann und noch einige andere. Diese StG suchte nach einem Hund, der die extremen körperlichen Anforderungen des Grenzdienstes und der Polizei besser erfüllte, als es die reinrassigen Hunde taten. Man wollte Hunde, tolle Hunde, also noch toller machen. Der Klassiker eben. Also begann die StG damit, die typischen Diensthunderassen untereinander zu kreuzen, sogenannte Leistungshybriden zu erschaffen. Und nach einiger Zeit waren die Kynologen der DDR sich untereinander einig, die besten Ergebnisse zu erzielen, wenn sie deutsche Schäferhündinnen mit Rottweiler Rüden verbargen. Das Geheimprojekt Malchowa war somit geboren. Als Mutterhündinnen wurden nur leistungsgeprüfte Hündinnen der Spezialzuchtgemeinschaft Deutsche Schäferhunde eingesetzt, welche radikal auf Belastbarkeit selektiert waren. Als Väter kamen nur ausgewählte Rüden der Spezialzuchtgemeinschaft Rottweiler zum Einsatz. Und im Vergleich zur BRD war die Rottweiler Zucht in der DDR viel stärker auf kompromisslose Schärfe und Nervenfestigkeit ausgelegt. Das weiß man. Dieser Malchowa genannte Leistungshybrid brachte durch den Schäferhund die für die Grenztruppen und die Volkspolizei benötigte Athletik und Ausdauer mit, für welche der reinrassige Rottweiler damals als zu schwerfällig galt. Er hielt durch den Einfluss des Rottweilers aber einen Zuwachs an Beißkraft, eine höhere Unempfindlichkeit gegen Schmerz und ein ausgeprägteres Wehrverhalten im Ernstfall als der reinrassige deutsche Schäferhund. Ich habe versucht, Originalbilder eines Malchowas noch von der DDR gezüchtet ausfindig zu machen. Doch, liebe Zuseher, mir gelang das nicht. Ich fand nichts. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück dabei. Möglich, ja. Also dachte ich mir, ich erstelle mittels KI 2 Hunde, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Anatomische, das Aussehen dieses in der DDR gezüchteten Malchowas präsentieren. Also links und rechts 2 Hunde, die sehr wahrscheinlich so aussehen, wie diese Malchowa ausgesehen haben. Ja, diese Malchowa-Hunde wurden nicht untereinander verpaart. Ja, kreuzte man 2 Malchowa, dann spalteten sich die Eigenschaften in der nächsten Generation unvorhersehbar auf. Das staatliche Zuchtziel der kontrollierten Aggression ging dann damit verloren. Es wurde immer nur mit F1-Kreuzungen gearbeitet, also reinrassiger deutscher Schäferhund und reinrassiger Rottweiler. Wir kennen das von vielen modernen Designrassen, oder? Ja. Obwohl die StG den Malchowa streng zentralisiert über ein festes System, welches auf den besten Leistungslinien der DDR basierte, züchtete, gab es für diesen Leistungshybriden natürlich keine offizielle Zuchtlinie. Wie soll das auch gehen, da es sich hierbei immer um eine F1-Verpaarung, also eine Direktkreuzung zweier Rassen handelte. Ja, und als die StG dann 1989 oder 1990 zusammenbrach, verschwand mit ihr auch das Geheimprojekt Malchowa. Genau so war das. Wenn heutzutage von Malchowa-Linien gesprochen wird, dann handelt es sich hierbei um private Kreuzungen von ostdeutschen Schäferhundelinien mit Rottweilern aus Leistungslinie. So viel zu diesen tollen Diensthunde-Hybriden aus der ehemaligen DDR. Bis vor kurzem wusste auch ich nichts von dieser Sache. Und nach meinem Video Designerhunde, die tolleren Rassen, schickte mir ein Zuseher meines Kanals, der Freddy, einige Screenshots zum Thema Malchowa und fragte mich, ob ich schon jemals davon gehört hatte. Das hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es interessierte mich sofort, denn
Wie viele von Ihnen wissen, sagte ich nicht nur im Video über Designerrassen, sondern auch schon in einem Video, welches ich etwa 2 Jahre davor gebracht habe, folgenden Satz. Würden Sie mich fragen, welche 2 Hunderassen ich miteinander kreuzen würde, um den für mich tollsten Allrounder zu erhalten, ohne zu zögern, bekämen Sie die Antwort Deutscher Schäferhund und Rottweiler. Vom Malchower wusste ich dann noch gar nichts. Ja? Die hatten schon guten Geschmack, die werten Kynologen der StG, möchte ich behaupten. Und auch folgenden Text hörten Sie schon 2-mal von mir. Ich kannte 4 Schäferhund-Rottweiler-Mixe persönlich. Bei 3 war der deutsche Schäferhund die Mutter, also wie beim Malchower, bei einem der Rottweiler die Mutter. Und alle 4 Hunde gehörten anatomisch und charakterlich in meine persönliche Geschmacksrichtung. Absolute Spitzenklasse. Das ist auch meine persönliche Geschmacksrichtung, absolute Spitzenklasse, mein Wächter. Jo, das sind tolle Hunde. So viel zum Geheimprojekt Malchower und ich kann mich nur nochmal wiederholen, Mixe aus deutschen Schäferhund und Rottweiler sind ganz besonders tolle Hunde. Meiner Erfahrung nach sind sie das. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war schon wieder.